Der, die, das. Der Albtraum beginnt. In dieser Folge geht es um das größte Mysterium der deutschen Sprache. Die Artikel. 3 kleine Worte. Und Millionen gebrochener Sprachlernherzen. Junge, ich sag's dir ehrlich. Ich lerne das nicht. Ich sag einfach immer de. Der Tisch gefällt mir. Die Lampe ist kaputt. Der Auto ist neu. Funktioniert und alle verstehen mich. Aber Tisch ist der, Lampe ist die, Auto ist das. Es gibt auch Regeln, also manchmal. Und es gibt Ausnahmen, also meistens. Wie soll man das bitte lernen? Der Löffel, die Gabel, das Messer. Der Käfig, die Freiheit, das Problem. Willkommen in der deutschen Hölle. Ich habe gehört, es gibt Regeln. Zum Beispiel Wörter mit ung, heit, keit, tjon sind immer weiblich. Also die. Die Zeitung, die Gesundheit, die Möglichkeit, die Situation. Der Käfig, das Ende, der Gedanke. Alles männlich oder sächlich. Warum? Weil Deutsche uns Ausländer hassen. Ach, wir sind für Gleichberechtigung. Wir hassen alle, uns selbst auch. Oder er am Ende, meistens der. Der Computer, der Lehrer, der Wecker. Und dann das Fenster. Bam! Ausnahme. Junge, deswegen sag ich ja immer, de. Der Computer, der Fenster, der Problem, der Hoffnung, läuft. Und Diminutive sind oft neutrale Wörter. Also Endungen auf chen oder lein bedeutet das. Das Mädchen, das Fräulein, das Häuschen. Ja, aber auch das Auto, das Wasser, das Wetter. Warum? Warum nicht? Ich mache mir Listen. Ich schreibe jedes neue Wort auf. Mit Artikel. Ich benutze Farben. Blau für der, rot für die, grün für das. Und schwarz für die Verzweiflung. Ich benutze keine Farben. Nur eins. De. Okay, jetzt mal ernsthaft. Wie kann man die Artikel lernen? Strategie Nummer 1. Den Artikel von Anfang an mitlernen. Nie ein Wort ohne Artikel lernen. Nicht Blume, sondern die Blume. Nicht Auto, sondern das Auto. Artikel gehören dazu wie der Deckel zum Topf. Strategie Nummer 2. Die Endungen lernen. Es gibt typische Endungen. Für ung, keit, heit, jung verwende die. Für Erlingismus meistens der. Für chen, lein, ment, oft das. Aber die Butter, der Käse, das Bier. Alles falsch, aber trotzdem richtig. Strategie Nummer 3. Spüren lernen. Ich sag dir, Junge, nach einer Zeit fühlst du es auch. Du hörst das Wort und dein Bauch sagt, das ist eher ne die. Oder halt, klingt voll der. Oder halt, komm, einfach de. Strategie Nummer 4. Geschichten und Bilder. Ich stelle mir zu jedem Wort eine kleine Geschichte vor. Die Lampe ist elegant, also weiblich. Der Tisch ist schwer, hart und steht fest, also männlich. Das Auto ist modern, also neutral. Für mich funktioniert das. Und was, wenn ich es trotzdem falsch sage? Dann bist du wie alle anderen. Und selbst Deutsche wissen oft nicht, warum es so ist. Hauptsache, du traust dich zu sprechen. Genau.
Fehler sind besser als Schweigen. Und mit de liegst du immer richtig.